Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, die Melodien, Visuals und alles, was uns noch so dazu gehört. Und heute haben wir die Premiere von Impatient, beziehungsweise Ren und Chris Webby. Ja, und ich bin wieder von Anfang an dabei. Das heißt, wir werden das Intro haben. Ich freue mich drauf. Es sind noch 3 Minuten. Im Chat ist schon wieder, oh mein Gott. Brainfuck. Zumindest für mich und meinen. Das ist eins, genau, den werde ich gleich ausschalten. Aber wir haben den Song Bad Company. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Wir sehen auf jeden Fall Menschen, die entweder aussehen, als würden sie im Hintergrund tanzen, Choreografie oder irgendwas in der Art. Ich glaube, diesen Menschen hier, den kennen wir. Ich glaube, das ist der beste Freund von Ren. Oder zumindest ein sehr guter Freund. Ich weiß nicht, ob das Connor sein könnte, aber wir werden uns überraschen lassen. Genau, und ich bin gespannt. Bad Company, der Name. Was das bedeutet. Ich meine, wir haben ja jetzt nun schon alles Mögliche von Ren und Chris Webby mitgekriegt. Es könnte sein, dass sie sich selber gegenseitig meinen und das nochmal so ein Satire-Song wird, wo sie sich gegenseitig dissen. Oder wo sie sich gegenseitig oder wo sie sich miteinander vereinen sozusagen und gegen andere vorgehen oder einfach nur Scheiße bauen oder sowas. Es könnte aber auch ein bisschen größeres Fenster werden, wo es dann vielleicht doch eher darum geht, gesellschaftskritisch irgendwas zu machen. Oder es wird irgendwas ganz anderes. Ich habe überhaupt keine Ahnung und ich bin tierisch gespannt. Jetzt ist es noch 1 Minute. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich. Und ich bin sehr gespannt, was sie sich als Intro haben einfallen lassen. Premiere startet gleich, ganz genau, ganz genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin echt total durch. Ich habe quasi 10 Tage Ausbildung hinter mir. Jeder Tag hatte ungefähr 10 Stunden Ausbildungsinhalt. Und jetzt bin ich quasi seit 3 Tagen aus der Ausbildung raus. Musste noch irgendwie arbeiten und mein Brain ist irgendwo. Von daher verzeiht es mir. Es ist 20 Uhr, wenn mein Brain heute nicht so mitmacht und tiefe Bedeutungen herausfiltern kann. Ich hoffe, es wird heute nicht zu krass. Los geht's, los geht's! Okay, Überwachungskameras. Oh, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Okay, da wird angeteasert. Mit Tanzen und so. Okay. Ich habe mich kurz gefragt, ob das Bild oben links das Gefängnisding ist. Okay. Noch eine. Oh, Madhouse. Okay. Stück für Stück fallen alle Kameras aus. Ich bin gespannt. Nice. Noch 3. Und die Pille. Okay. Never mind. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Let's go. Okay. Die Gitarre. I got that ice cold blood pumping under my skin. Don't know why, but I've been out here causing trouble again. The CEO
CEO with a bad company. Shutter your windows, lock the damn door, so we coming right in. They say I lost my mind on this molecular level. My head's in the gutter. My friends say I should get it together. Got some substances I love as much as my family members, and you can always count on family to get through the weather. When rains come and them lightning bolts like that sky, I'm a mess. Got no cleaner as the time passed by. Built all these castles in the sand, but I can't fight that tide. You might ask why. Let me just remind them why they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. Yeah. Talking to myself up in the mirror. Could I make it any clearer? At this point they know I'm way past help. I never cared about the doctors or I just played Okay, es war nicht Connor. hand that I got dealt. So they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. I carry my weight down this open road, rattling bones. Ja, Ren. And every step I take, my muscles shake, but I stumble on back home. This life's been cold, solid I've known. Oh Gott. Now tell me just what the fuck is beginner's luck? 'Cause I'm a veteran of being alone. They say I'm bad company, but I don't act like I'm supposed to. I've heard they say no misery loves company, but I'm too goddamn anti-social. They say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. Talking to myself up in the mirror. Could I make it any clearer? At this point they know I'm way past help. I never cared about the doctor's orders. I just play with the hand that I got dealt. So they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. War's das schon? Was? Wie, ich schon zu Ende? What the fuck? Hat das nicht gerade erst angefangen? Das ist wirklich zu Ende. Krass. Das war kurzweilig. Wie lang war das jetzt? 3 Minuten? Okay, dann haben wir das Intro. Das war ja echt nicht lang, ne? Krass. Ich hätte mehr gebraucht. Wo ist meine Dosis? Es war nur die halbe Dosis. Okay. Ich muss das kurz verdauen. Oh Gott, diese Stimme von Ren. Das ist so eine Mischung aus Seelenstreichler und irgendwie so ein bisschen, ich sag's jetzt einfach mal so, erotische Vibes. Ich kann's gar nicht, so wie so ein durch den ganzen Körper und Goosebumps all over. Abgefahren. Und dann mit dieser Gitarre im Hintergrund und diese ganzen, ich kenne mich mit Genres immer nicht so aus, ne? Aber es hat so was Bluesiges irgendwie, glaube ich, gehabt. Meine Güte. Und natürlich, ich meine, Chris Webby mit seiner Stimme, das ist immer diese Reibeisenstimme und die ist immer irgendwie cool. Und genau, der erste Twist, der so ein bisschen reinkam, dieses, warum bin ich eine Bad Company? Und es spielt wieder auf diesen Punkt an von nicht ins System passen, nicht so funktionieren, wie man funktionieren soll, nicht das machen, was einem aufgetragen wurde. Wir gucken uns das Ding gleich nochmal an. Einfach weil es mir auch zu wenig war, aber einfach weil ich es nochmal genau auseinandernehmen will, weil ich natürlich beim ersten Mal auch zu sehr von den Lyrics abgelenkt war. Und nochmal ein bisschen tiefer in die Lyrics eintauchen möchte. Aber was ich spannend fand, war in dem Video auch der Punkt, zum einen die Tänzer, klar,
der eine, den wir haben ausbrechen sehen aus dem Madhouse, kam dann später noch dazu, aus diesem Transporter heraus. Aber wir hatten auch die Securities, das waren, glaube ich, 2. Und einer wurde in die Mitte genommen von all diesen Tänzern, die wahrscheinlich dann auch alles irgendwie Insassen aus dem Madhouse waren oder die Bad Company-Leute. Und die ihn eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, das können wir aber gleich nochmal überprüfen, nur in die Mitte genommen haben. Und ich weiß gar nicht, haben sie ihn bewusstlos gehauen oder irgendwas? Auf jeden Fall, zum Schluss hatte er kein Thema mehr mit den Leuten und so. Gut, ich habe kurz mitgetanzt, ich gehe dann mal wieder. Was so ein bisschen in diese Richtung geht von, haben wir das nicht alle so ein bisschen in uns? Nur andere können es besser verstecken, aber zwischendurch kriegt es uns und dann können wir es nicht verstecken, bis wir uns dann wieder zusammenreißen sozusagen. Und dann einfach wieder unseren Dingen nachgehen und in der Gesellschaft wieder reinpassen. Daran musste ich so ein bisschen denken. Genau. So, erste Gedanken. Jetzt lasst uns das Ding nochmal angucken. Es sind ja 4 Videos, also 4 Kameradinger. Danach wird es übersprungen, der Rest, ne? Aber ich glaube, das ist ein. Ich glaube, das ist ein richtiger Tänzer, ne? Das ist, glaube ich, nicht der Kumpel von Ren. Ich glaube, der Kumpel von Ren, der ist eher dann so für Kamerazeugs und zuständig. Aber wäre auch cool, wenn er tanzen könnte. Wer weiß das schon. Und ich finde es ganz cool, wenn man es hier so sieht. Die Kameraanzeige zeigt 15. Juli 2026, 7 Uhr abends. Also im Prinzip jetzt für uns deutsche Zeit wäre es jetzt 20 Uhr. Genau dann, wenn die Premiere stattfindet. Das ist ganz cool. Und es passiert alles zur selben Zeit, nur wahrscheinlich am selben Ort, nur innen drin, dann ist das quasi alles das Madhouse wahrscheinlich, ne? Das sind die Zellen von den Insassen, wo gleich unser Ausbrecher kommt. Der Bass ist auch geil. Ich glaube, einer kommt noch, ne? Und dann wird der Rest übersprungen. Genau. Der Tänzer nochmal. Oder die Tänzer. Da hinten lief schon der Security. Mit dem verfolgte eine. Okay, also es scheinen mehrere Ausbrecher quasi zu sein. Aus der Klinik. I got that ice cold blood pumping under my skin. But I've been out here causing trouble again. The CEO of the bad company, shutter your windows, lock the damn door, so we coming right in. Lost my mind on this molecular level. My head's in the gutter. My friends say I should get it together. Got some substances I love as much as my family members, and you can always count on family to get through the weather. Finde ich auch interessant, ne? Dieses, ich bin der mal irgendwie seinen Kram zusammenhalten sollte, der irgendwie klarkommen sollte, der sich irgendwie anpassen sollte. Und ich bin aber auch der irgendwelchen Scheiß einnimmt, den er nicht einnehmen sollte. Und Familie sagt, ich sollte endlich mal damit aufhören. Und gleichzeitig weiß ich, Familie ist irgendwie dafür da, wenn mal Scheißzeiten kommen, dass sie einen doch auffangen.
So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube irgendwie sowas in die Richtung, ne? Got some substances I love as much as my family members. Und danach hat er noch was gesagt. And you can always count on family to get through the weather. Ja, genau. Also auf der einen Seite, ne, dieses, und das haben ja viele Menschen, ne? Und Menschen kommen ja aus unterschiedlichsten Gründen zu unterschiedlichsten Substanzen. So. Und bleiben da dran hängen. Auch aus unterschiedlichsten Gründen. Und lange Zeit versucht die Familie, wenn sie es dann mitbekommt, zu helfen und zu unterstützen. Versucht moralisch irgendwie da zu sein, versucht unterstützend da zu sein, versucht irgendwie mit Probleme aus dem Weg zu schaffen und so weiter und so fort. Ne? Und irgendwann kommen sie halt in ihre Grenzen. Es kann dann immer weiter ausweiten. Manchmal hilft es tatsächlich so und Menschen schaffen es durch ihre Familie dann doch irgendwie sich Hilfe zu suchen anderweitig und davon wegzukommen. Ich habe irgendwie gerade diese klassischen Intervention, wie heißen sie, diese Hängebilder sozusagen gelernt, was auch immer, gerade vor Augen. So dieses, wir müssen mal reden. Wir wollen dir helfen, so kann das nicht weitergehen, Ding. Und gleichzeitig, ne, so die Menschen, die Familie geht so lange mit einem mit, wo sie schon lange nicht mehr können und es eigentlich schon auch keine richtige Hilfe mehr gibt oder ist. Halt dann die irgendwie so lange noch mit Geld unterstützen oder mit, du kannst hier übernachten oder was auch immer. Und einfach verzweifelt sind. So. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nicht ganz so dramatisch werden, ne, und das einfach nur ab und zu mal kiffen ist und trotzdem hat er eigentlich sein Leben im Griff. Und die Familie sagt, naja, okay, du kriegst vielleicht nicht ganz so viel zustande, aber irgendwie arbeitest du ja trotzdem noch und irgendwie verdienst du noch Geld und so und bist nicht kriminell. Finden wir eigentlich nicht cool, dass du da die Drogen nimmst, aber hey, wir sind da, wir unterstützen dich. Wenn es dir mal nicht so gut geht und so, kommst du zu uns. Also da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen von in diesen Phasen, ne? Und manche Phasen arten, wie gesagt, auch einfach gar nicht aus. So, weiter. Always down on family to get through the weather. When rains come, random lightning bolts like that sky. I'm a mess, got no cleaner as the time passed by. Built all these castles in the sand, but I can't fight that tide. Das ist auch schön, ne? Ich kann all diese Schlösser im Sand bauen, aber ich kann nicht die Flut bekämpfen, die Wellen, die da kommen und das Ganze wegschwemmen. Und wenn wir jetzt bei dieser Geschichte mit den Drogen bleiben würden, ne, so, dann kann das sein, dass man eigentlich versucht, ganz viele Pläne zu schmieden, dass man Träume hat, die man erreichen will, vielleicht sogar ursprünglich erreichen wollte und deswegen angefangen hat überhaupt mit diesen ganzen Substanzen. Ne, viele Studenten, Ärzte, die leistungsfähig bleiben wollen und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja selten dieses, ich hab Bock auf ein High oder irgendwie sowas, sondern es kann zum Thema Leistung sein. Es kann aber auch sein, endlich mal zur Ruhe kommen, weil die Flashbacks von meinem Trauma immer wieder hochkommen und ich überhaupt nicht mehr schlafen kann und ich brauche irgendwas, was mich mal runterfährt. So. Also mit so Kleinigkeiten kann es anfangen, ne? Oder Schmerztabletten von irgendeinem Unfall, irgendeinem körperlichen Geschehen, von dem ich abhängig werde. Es gibt ja so viele Wege. Aber dieses in meinem Kopf eigentlich Ziele haben, Wünsche haben und dann kommt das echte Leben irgendwie rein. So. Und dann funktioniert das alles so nicht. Und es kann sein, dass es einfach das Leben an sich ist. Es kann aber auch sein, dass aufgrund der Substanzen, die ich einnehme, die Sandschlösser, die ich da baue, vielleicht auch gar nicht so besonders realistisch sind. Und es deswegen zum Scheitern verurteilt ist von Anfang an. So. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Schlösser nicht funktionieren, weil ich schon diesen Ruf habe, eine Bad Company zu sein und mir Menschen deswegen überhaupt erst gar keine Chance geben, weil mein Ruf mir vorauseilt oder irgendwie sowas. Und deswegen Menschen sagen, ja, du nicht. Und deswegen werden mir die Wege verbaut. Es muss nicht mal wegen der Substanzen sein, sondern einfach, weil ich vielleicht auch gar nicht so funktioniere, wie es erwartet wird.
ähm, Menschen, die nicht diesen 9-to-5-Job irgendwie machen wollen und den ganzen Tag im Büro sitzen, sondern sich bewegen müssen, zwischendurch irgendwie aufstehen müssen, irgendwas Kreatives tun müssen, um dann weiterzumachen oder mal zwischendurch Sport machen oder was auch immer, um dann abends weiterzuarbeiten. Ja, du nicht. Wir machen hier nur 9 to 5. Wenn du das nicht kannst, dann kriegst du den Job nicht. Sowas kann es ja auch schon sein. Ne? Eigentlich habe ich total Bock auf den Job und der Job ist eigentlich genau meine Art und Weise, also meine Vision oder das, worauf ich Lust habe. Aber die Bedingungen, der Rahmen, der da drum gepackt wurde, ist nicht das, was ich machen kann oder will, was meiner Persönlichkeit entspricht. Ja, spannend. I'm past 5, built all these castles in the sand, but I can't fight that tide. You might ask why. Let me just remind them why they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. Go, Webby. Talking to myself up in the mirror. Could I make it any clearer? At this point, they know I'm way past hell. I never cared about the doctor's orders. I just play with the hand that I got dealt. So they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat. Da hatten wir jetzt gerade die Patientin, die ganz am Anfang des Videos von dem Security danach nach hinten hier in diesen Gang reingejagt wurde, die ihn dann wieder zurückjagt. Genau, und hier haben wir jetzt, okay, also sie ringen den Security-Menschen hier anscheinend doch zu Boden, versammeln sich, ringen ihn zu Boden. Das ist geil, wie sie ihn jagt. Genau, schauen wir mal. Aber ja, auch hier, ich mag das echt, auch wenn Webby so ein bisschen ins Singen reingeht. Das kann er auch schon ziemlich gut. Ja, aber dieses, ne? Lass mich dir erzählen, warum ich als Bad Company gesehen werde. Und auch dieser Satz, I'm a threat to myself, ich bin eine Bedrohung für mich selbst, finde ich hier sehr spannend. Und auch hier könnte man es wieder auf die Substanzen beziehen, wenn man es wollte. Ne, diese Selbstschädigung, die da manchmal stattfindet und diese Abhängigkeit, die quasi eine Selbstschädigung ist. Es kann aber auch außerhalb von den Substanzen sein, ne? Wenn ich eben nicht reinpasse, wenn ich vielleicht auch einfach mich dem ergebe, dass ich vermeintlich nirgendwo reinpasse in diese festen Strukturen. Dass ich dann in eine Depression falle oder mich innerlich selbst verurteile, mich selbst bestrafe, indem ich mich selber fertig mache, beschuldige, beschäme. Warum kriege ich das nicht hin? Bist du zu blöd? Warum kannst du das nicht? Alle anderen können das doch auch, so die Klassiker, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder zur Neurodivergenz zurückgehen. Neurodivergente Menschen haben es nicht unbedingt einfach in diesem 9-to-5 Working Class Ding. So. Und da gibt es sehr viele Selbstvorwürfe, aber auch von außen viele Vorwürfe. Und auch das ist natürlich, ne, so sich selbst bedrohen. Und es kann auch einfach sein, dass man irgendwann eben die Schnauze voll hat und dann seine Klappe aufreißt und dagegen ankämpft. Ich meine, ich habe jetzt auf meinem Kanal den Raw Thoughts 7 von Webby gesehen und das ist schon, wie hat er so schön gesagt, oh Mann, dieser Song wird mich wahrscheinlich in ganz schön viel Ärger reißen. So. Und auch das könnte eine Art von Selbstbedrohung sozusagen sein. Ja, so, lasst uns weiterhören. Say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself. I carry my Sieht aus weight wie so eine down this Puppe, ne? open road. Ja. Rattling bones. And every step I take, my muscles shake, but I stumble on back. Es ist auch spannend, ne? Wie die Mädels da den totalen Spaß haben, diesen Typen wie so eine Marionette zu bewegen. Hat das irgendeine Bedeutung? Könnte man wahrscheinlich irgendeine draus ziehen, ne? Jetzt war ich davon abgelenkt, jetzt habe ich gar nicht gehört, was Ren hier gesungen hat. Aber ja, die Marionette wird quasi aufgerichtet und wird betanzt von den kreativen Madhouse-Tänzern.
Ich meine, wenn man es jetzt ganz weit treiben wollen würde, könnte man sagen, der Security war halt im System, hat da mitgemacht, hat funktioniert und hat nicht hinterfragt oder irgendwie sowas vielleicht. Und dann haben sie ihn quasi rausgeschakt, bewusstlos gemacht und damit quasi aus seinem Funktioniermodus, Gehirnwäsche, was auch immer, wenn wir jetzt das ganz weit treiben wollen, rausgeholt. Ähm, und aus diesem, ich bin die Puppet on Strings, dass das dann quasi aufhört und er irgendwie aufwacht, so ein bisschen wie Neo-Matrix-mäßig. Aber das ist jetzt auch wirklich sehr weit hergeholt und vielleicht auch nicht. Aber das kam mir gerade nochmal in den Kopf. So, jetzt aber zu Ren. I carry my way down this open road, rattling bones. And every step I take, my muscles shake, but I stumble on back home. This life's been cold, it's all that I've known. Now tell me just what the fuck is beginner's luck, 'cause I'm a veteran of being alone. Den Satz fand ich vorhin schon irgendwie cool, dieses I'm a veteran of being alone. Was ist dieses Beginner's Luck-Ding? Und ich meine, auch hier haben wir wieder Rens Geschichte, die wir ja alle kennen mit Krankheit und im Bett bleiben und nicht aus dem Bett mehr rauskommen. Über viele, viele Jahre, so mit der Krankheit, mit der Borreliose. Und einfach die ganze Zeit nicht am Leben teilhaben können, ne? Und schon allein da könnte man sagen, ja, Veteran of being alone. So. Und gleichzeitig können wir es wieder auch auf die psychische Sache beziehen. Was heißt psychisch? Aber Neurodivergenz zum Beispiel, nicht so ganz funktionieren. Und ich meine, das, was viele neurodivergente Menschen haben, ist das Gefühl, dass sie irgendwie sowas wie ein Alien sind. Dass sie hier irgendwie gar nicht so richtig reinpassen und hingehören und keiner das irgendwie nachvollziehen kann, wie sie ticken. Bis sie dann irgendwann die anderen neurodivergenten Menschen kennenlernen. Und ich meine, am Anfang wird ja viel versucht, irgendwie zu verstecken und reinzupassen. Ne? Also so Masking nennt man das, glaube ich. Gerade wenn es auch eher um Autismus geht. Aber wenn das quasi alles nicht mehr funktioniert und auffliegt, dann fühlt es sich noch mehr nach Alleinsein an, weil andere sich distanzieren oder sagen, was ist mit dir? So. Aber davor hat man halt auch schon gemerkt, irgendwie kann ich mit dem anderen Kram, was die anderen da so treiben, nicht so viel anfangen. Oder mir geht's irgendwie nicht so, mir geht's anders, aber den anderen geht's irgendwie auch nicht so wie mir. Und dieses Gefühl von Alleinsein, von Alien-Sein sozusagen, von nicht dazugehören, da kennen sich viele aus. Wenn wir es jetzt wieder auf die Drogen beziehen oder auf Substanzenmissbrauch oder was auch immer, dann isoliert das natürlich auch wieder so von anderen Menschen, ne? Menschen, die Abstand nehmen, Menschen, die einen nur ausnutzen, Menschen, die einen manipulieren und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch einiges irgendwie drin. Und ja, das kann sich so anfühlen, als hätte man auf gar keinen Fall irgendwie sowas wie Glück gehabt. Also, was ist dieses Beginners Luck? Nie gehabt, nie gekannt. Vielleicht so in diese Richtung. Aber vielleicht ist es nochmal anders gemeint. Ich gucke nochmal ein bisschen zurück. Ja, doch, das geht alles so ein bisschen in diese Richtung, ne? Dieses, ich trage mein Gewicht und so auf dieser Straße, meine Muskeln zittern schon so und ich kann das nicht mehr so richtig halten und das Leben ist irgendwie kalt, so, fühlt sich nicht warm an und dann kommt halt auch diese Einsamkeitsgeschichte, ne? Das fand ich auch krass. It's all that I've known, diese Kälte des Lebens. Und ich meine, jemand hat mir reingeschrieben, ne, dass es in den Behind the Scenes nochmal klar gesagt wurde, dass Webby mit ADHS diagnostiziert ist. Ich fand es halt nochmal spannend, weil in Smoking Gun hat Ren ja gesagt zu dem 12-jährigen Kind von Webby, du bist genauso autistisch wie Webby. Weswegen ich mich halt gefragt habe, ob Webby nicht nur ADHS hat, sondern vielleicht auch DHS, also Autismus und ADHS. Aber wenn es nicht in den Behind the Scenes gesagt wurde, dann ist es vielleicht in Smoking Gun eher als so eine blöde Verallgemeinerung irgendwie gemeint, ne? Also es ist ja, Menschen, die sich in dem Bereich nicht auskennen mit Neurodivergenz, schmeißen ja gern mit irgendwelchem Krams um sich und behaupten halt irgendwas so.
Und anstatt, dass sie irgendwie sagen, die Person hatte ADHS, schmeißen sie das halt mit Autismus zusammen und da sagen einfach, ja, bist du halt autistisch oder so. Das kann es natürlich auch gewesen sein. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant. Ja, so. Lassen wir es erstmal so stehen. Now tell me just what the fuck is beginner's luck? 'Cause I'm a veteran of being alone. They say I'm bad company, but I don't act like I'm supposed to. Das finde ich interessant, weil wir haben ja auf dieser Sicherheitskamera eigentlich gesehen, wie der Typ aus seinem Zimmer oder aus der Zelle diesen Flur quasi entlang gegangen ist. Vielleicht, man hat ihn ja nicht von vorne gesehen, vielleicht war es nochmal ein anderer in der Zwangsjacke, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der gemeint ist. Und warum kommt der nicht aus dem Haus, sondern kommt jetzt aus diesem Transporter raus? Haben sie ihn von einem anderen Madhouse angekarrt? Und vielleicht sind es auch zwei verschiedene Menschen. Wer weiß das schon. I've heard they say no misery. Ja, da tanzt er mit der Security. But I'm too goddamn antisocial. They say I'm bad company. Oh, was war das denn da? Seht ihr das hier rechts? Sind das auch Securities oder wer ist das? Die sehen auf jeden Fall nicht aus wie Patienten, aber die chillen hier auf der Treppe. Sind die gefangen, gefesselt irgendwie? Sind das die anderen Securities? Und hier haben wir nur diesen einen Puppet Master sozusagen. Yeah, I'm a threat to myself. Talking to myself up in the mirror. Could I make it any clearer? At this point they know I'm way past help. I never cared about the doctors. Das finde ich auch, ne? Ich mach jetzt ganz viel Stopp, das wisst ihr. Aber ich rede mit mir selbst im Spiegel. Also viel schlimmer kann es gar nicht mehr werden, sozusagen. Und auch das kann man, finde ich, nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Es gibt viele Menschen, die mit sich selbst im Spiegel reden. Und das kann unterschiedliche Qualitäten haben. Manche sprechen laut mit sich, wenn sie sich im Spiegel angucken. Da gibt es die Leute, die diese positiven Affirmationen machen, bevor sie zur Arbeit gehen und sagen, ja, du kannst das. Ach, siehst heute wieder so gut aus. Du rockst, du machst das heute oder was auch immer. So. Solche gibt's. Und für mich sind die jetzt nicht verrückt. Oder so. Oder wo es keine Hoffnung mehr für diese Menschen gibt oder so. Dann gibt es diejenigen, die sich im Spiegel angucken und entweder laut oder auch innerlich selbst zu sich sagen, boah, wie hässlich bist du denn? Guck dich mal an, du fettes Schwein oder hier schon wieder irgendein Pickel oder was auch immer. Die einfach schlecht mit sich reden. Was meistens auch nur ein innerer Anteil ist, der darauf trainiert wurde, was Schönheitsideale sind und. Ne? So der ganze alte Schnullikram. Aber auch die sind für mich nicht an einem Punkt, wo sie verrückt sind. Wenn ich vielleicht in den Spiegel gucke und denke, da ist jemand anderes. Oder ich fange an, mir selbst zu misstrauen und werfe mir vor, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, in mir selbst gefangen bin oder sowas vielleicht. Oder dass ich mit mir selbst über andere rede oder über das Außen. Ne? Ja, hast du gesehen, wie der und so dich angeguckt hat? Und mich quasi direkt wirklich mit mir selbst unterhalte, ein Gespräch führe. Also außerhalb von diesen inneren Dialogen sozusagen. Ne? Ja, dann könnte man anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Dann würde ich vielleicht tatsächlich mal zu einem Psychiater gehen und einfach mal anklopfen und sagen, genau. So, also es gibt da verschiedene Stufen von I'm talking to myself in the mirror. Ja. Und hier, I never cared about the doctor's orders. Wer weiß, vielleicht war er beim Arzt, hat gesagt, ich führe Gespräche mit mir selbst. Was mache ich jetzt? Und der Arzt hat gesagt, hier, nimm die Medikamente. Oder mach Therapie oder was auch immer. Dann hat er vielleicht gesagt, oh, nö, mache ich nicht. Noch geht's. Kann auch sein. Wäre auch total in Ordnung. Und manchmal wird es dann halt irgendwann schwierig. Kann auch sein, dass er deswegen zu den Substanzen gekommen ist. Oder er hat auf den Doktor gehört und hat Antipsychotika oder irgendwas bekommen, aber kümmert sich nicht um die Medikationsdosierung und spielt halt einfach damit und das macht es auch nicht besser oder so. Man weiß es nicht, was hier alles so gemeint sein könnte. Okay. At this point they know I'm way past help. I never cared about the doctor's orders. I just play with the hand that I got dealt. So they say I'm bad company. Yeah, I'm a threat to myself.
Jetzt ist er wach geworden, ne? Und jetzt hauen sie ab. Hihi. Cool. Und trotzdem finde ich es viel zu kurz. Ach, schön. Sehr cool. Hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich liebe ja auch Choreografien, Tänzer. Wenn es richtig gut gemacht ist, macht mir das richtig viel Spaß. Hm. Ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, ob ich auch Reactions zu Choreografien mache. Aber wenn ich mich auf der Reaction-Welt so umgucke bei YouTube, dann ist das nicht so, bringt das nicht so viel. Das interessiert nicht so viele Leute. Und man kann da auch nicht so viel psychologisieren. Das ist einfach nur ästhetisch schön und macht viel Freude. Und natürlich gibt es auch geile Choreografien, wo man auch eine Geschichte erzählt bekommt, wo man was irgendwie erkennen kann oder reininterpretieren kann mit den Lyrics und so. Aber wie auch immer. Ich freue mich, dass die beiden hier was mit Tanz hatten. Und das ist mal wieder nach langer Zeit ein Video, wo sie beide quasi nicht zu sehen sind. Gut, ja, in den anderen beiden Videos haben wir sie auch nicht persönlich gesehen, sondern nur die Puppen und Knetfiguren und Comicfiguren. Aber sie waren trotzdem auf einer Ebene Hauptfiguren. Und es hat sich durch Webby jetzt nochmal geklärt, dass dieser kleine Hund in Madhouse sein Hund ist. Noch bevor er den kleinen Babydackel hatte. Genau, da gibt es jetzt quasi noch einen älteren Hund. Also Webby hat jetzt 2 Hunde. Den einen Dackel und dann eben noch diesen, ich weiß gar nicht, was für eine Rasse das ist, aber der auch so ein bisschen braun-orange ist und ein bisschen fluffiger. Der ist jetzt quasi, wurde in das Video mit eingebaut, was ich sehr cool finde. So, jetzt ist das Video aber lang genug geworden und ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Wenn ihr sagt, irgendwas hast du da verpasst, Daisy, dann musst du nochmal dir das genauer angucken oder das könnte es auch noch bedeuten. Dann freue ich mich riesig, weil das, was ich hier haben möchte, ist eine große, weite Welt von Interpretationsmöglichkeiten. Weil, wie wir alle wissen, können wir eh nur interpretieren und projizieren. Wir werden sowieso nie herausfinden, was jetzt nun die ganze Wahrheit ist. Es gibt einfach viel zu viele Wahrheiten da draußen. Genau, und deswegen mache ich den Kanal. Ich kann ja auch nur aus meiner Bubble durch meine Gläser von Therapie und Philosophie und Lebenserfahrung gucken und bin auch limitiert. Und ihr helft mir dabei, meine Perspektiven und Ansichten zu erweitern. Also ich zähle auf euch. Und ansonsten, wenn euch das Video Spaß gemacht hat und ihr Bock drauf habt, mehr zu sehen, lasst auf jeden Fall mindestens ein Like da und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns spätestens zur nächsten Premiere wieder. Aber vielleicht auch vorher schon, wer weiß. Schaut auch gerne in meinen anderen Content rein. So, und damit, bis bald.